Hallo liebe Zuschauer, heute ist es soweit, dass die neue Dachkamera oben aufs Dach kommt. Ich habe jetzt die Drohne aktiviert, die wird mich jetzt gleich begleiten, dass wir nach oben kommen. Ziehen wir jetzt mal zur Sicherheit mal die Handschuhe an, wird aber gleich mal oben prüfen, wie warm es ist. Das Problem ist jetzt nur die Drohne. Ich bin ja leider alleine. Mit der Fernsteuerung und dem ganzen Kram. Okay, das geht nicht anders. Wir müssen uns also so hochhangeln. Muss alles in der Hand halten. Das Dach ist ziemlich einfach zu besteigen im Winkel. So, dann sind wir auch schon oben. Und jetzt haben wir gleich hier auch ein sicheres Plätzchen. Jetzt verhakt sich da auch noch was. Okay. So, jetzt sind wir auf dem sicheren Platz. Da soll sie hin. Ich will nicht sagen, ich sitze auf dem Dach der Welt, sondern nur auf dem Dach meines Hauses. Und jetzt fangen wir mal an, das zu montieren. Hier haben wir einen Befestigungsdraht. Den können wir runterschmeißen, brauchen wir nicht. Das müssen wir ändern. Fangen wir schon an bei den Änderungen. Wir müssen ja mit den ganzen Kabel reinkommen. Wichtigste Werkzeug ist jetzt hier der Schraubenzieher. Ja, haben eine schöne Aussicht heute. Also die Höhe macht mir nichts aus. Sonst wäre ich ja auch nie im Hubschrauber geflogen, früher im Militär. Ich merke, die linke Seite wird jetzt langsam warm. Aber ich habe ja keine Ruhe gehabt jetzt. Ich wollte sie jetzt unbedingt hier oben aufgebaut haben. Es darf mir nur nichts runterfallen. Das wäre nämlich sehr kritisch. So, was haben wir? Wir haben jetzt hier Verbindungskabel. Haben wir die Stromversorgung, Netzwerkversorgung. Okay, da kam gerade schon die Meldung von der Kamera. Es hat mir jetzt aber einiges gekostet, das zu realisieren. Ja, dieses Jahr werde ich 69 Jahre und sitze jetzt noch auf dem Dach. Entweder macht mir das Spaß oder ich habe was falsch gemacht. Nee, mir macht es Spaß, mit dem YouTube-Kanal euch neue Dinge zu zeigen, die ihr sonst noch nicht gesehen habt. Und hier ist es eben halt mit dem super Sonnenuntergang, den wir sehen können. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Noch ein paar Minuten, dann ist das Ganze montiert und dann kann ich wieder runter auf den sicheren Boden. Und dann werden wir die nächsten Tage, ich hoffe, dass die Sonne mitspielt, die wird ja untergehen, aber dass die Wolken auch weg sind, dass wir schöne Sonnenuntergänge sehen. Wäre natürlich schön, wenn ich noch jemanden hätte, der jetzt von da unten das alles überprüfen könnte, ob das richtig ist, was ich gemacht habe. Nochmal überprüfen, Strom ist da, Netzwerkkabel ist auch drin. So, machen wir den Deckel zu. Okay. Die Drohne meldet sich, ich muss jetzt auch gleich runter, die hat die Batterie leer. Okay.
So, wie ihr sehen könnt, ich bin heil runtergekommen. Die Kamera ist oben und jetzt überprüfen wir sie mal. Als erstes würde ich das übers Handy machen. Da habe ich es ja heute schon mal angekoppelt ins Netz. Das hat gut funktioniert. Und dann muss ich sie noch auf dem Fernseher bzw. auf dem Desktop auch noch installieren. Ja, liebe Zuschauer, es hat etwas gedauert, dass ich ein Bild endlich hier auf meinem Monitor hatte von der oberen Kamera, damit ich die denn in diese Software OBS einbinden kann. Aber bei den Testvideos habt ihr ja gesehen, da ist der Horizont so schräg runter. Woran liegt das? Ich habe im vorderen Bereich Klötzchen drunter getan, damit die Kamera ein bisschen nach oben guckt, damit man also auch den Himmel sieht. Ich hatte aber nicht bedacht, ich muss ja noch nach links schwenken, weil ja da der Sonnenuntergang ist und daher kam jetzt diese Schräge. Also heißt das jetzt erstmal wieder aufs Dach, um die Klötzchen zu verändern. Ja, liebe Zuschauer, so sah das aus mit der Kamera hier oben auf meinem Dach. Die habe ich jetzt so gerichtet, dass also wirklich das Meer wieder horizontal ist oder waagerecht. Und was habe ich gemacht? Ich habe hier 2 Klötzchen drunter gemacht, damit die Kamera ein bisschen höher kommt mit dem Winkel, dass man auch den Himmel sieht. Der ist sehr schön, wenn er so farblich anläuft. Das ist jetzt mal die erste Maßnahme. Und dann habe ich noch ein paar Ideen, was hier oben noch hinkommen muss, damit es nicht so langweilig wird. Ja, die Sonne verschont mich heute ein bisschen. Hier oben auf dem Dach, das Dach ist noch kühl. Ist das nicht eine geile Aussicht hier? Ja. Tschüss. Ja, jetzt sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Jetzt ist wirklich der Horizont horizontal. Und mal sehen, wie es jetzt mit dem Sonnenuntergang aussieht. Aber das bedeutet auch natürlich, wenn ich nach vorne höher gebockt habe, damit man also auch schön die Wolken, die Beleuchtung sieht, von Rot, Blau und alles, was da an Farben entstehen. Wenn ich nach hinten schwenke, habe ich dann wieder auch, dass ich so praktisch so abtauche. Aber für den hinteren Bereich habe ich mir schon was ausgedacht für meine Zuschauer. Und hier speziell für meine Kanalmitglieder. Ja, hier die lieben Kanalmitglieder, die jeden Monat einen kleinen Beitrag bezahlen, um das Ganze alles hier zu finanzieren. Die bekommen auf Anfrage einen QR-Code. Da muss eine Software installiert werden. Das ist die ICE4 Software. Die muss installiert werden. Und dann drückt man oben auf den Plus, da kann man also eine Kamera hinzufügen und dann könnt ihr den Barcode oder den QR-Code, den ich euch dann schicke, könnt ihr einscannen und dann könnt ihr jederzeit auf die Kamera zugreifen. Ihr könnt auch die Kamera bewegen, aber hier gibt es eine Grundregel. Ansonsten muss ich die ganzen wieder löschen, die Zugriffsrechte. Wenn ein Livestream stattfindet für einen Sonnenuntergang, dann könnt ihr natürlich nicht einfach die Kamera wegschwenken und die anderen sehen nichts mehr oder ich halte mich dann dran, die Kamera in Position zu halten. Nein, während des Livestreams darf keiner da eingreifen, außer ich mache das. Und dann könnt ihr jederzeit hier sehen, wie das Wetter ist. Ihr könnt auch nach hinten schwenken, dann würde ich vielleicht das auch hinkriegen, dass im hinteren Bereich was Interessantes kommt für euch. Und da sehen wir weiter. Wer jetzt denkt, ich mache jetzt richtig Kohle bei der ganzen Sache, ich bringe mal hier mal ein paar Kopien der Auszüge, wie viel da drauf geklickt haben und wie viele Einnahmen ich gehabt habe. Ich habe also insgesamt 36,35 Euro ausgegeben für die ganze Aktion. Da kommt jetzt noch ein bisschen dazu, ja. Und habe jetzt insgesamt 15,90 Euro an Werbeeinnahmen gehabt. Also das ist, wie soll man sagen,
Hier denken bestimmt viele, man verdient mit sowas viel Geld, mit Livestreams nicht. YouTube guckt ganz genau, wie viel gucken da rein, wie lange gucken sie da rein, ist das interessant für Werbetreibende? Sowas ist nicht interessant. Ihr habt ja hier im letzten, habt ihr ja gesehen, da waren ja gar keine Werbeeinnahmen mehr. Und auch wenn der hundertfach da draufklickt, immer die gleiche Portion, spielt gar keine Rolle. Das wird nachher von YouTube so abgerechnet, als ob ihr nur einmal drauf geklickt hättet. Hier in dem Fall war es ja 47 und insgesamt waren es ja einige hundert, die normalerweise darauf zugegriffen haben. Also nichts, da kann man gar nicht ein großes Geld machen. Ich habe das Interesse gehabt, also euch das zu zeigen, den Sonnenuntergang, weil er wirklich fantastisch ist. Und ich hoffe, ihr habt damit in Zukunft viel Spaß. Ich werde dann Sonnenuntergänge in Livestream bringen, wenn ich meine, okay, das könnte heute was werden. Dann werdet ihr ja informiert über die Plattform von YouTube und vielleicht sitzt ihr dann vor einem großen Fernseher mit einem Gläschen Wein oder einem Bier und schaut euch den Sonnenuntergang an und ihr träumt, ihr wäret hier. So, das soll es gewesen sein von der Dachkamera auf Koh Samui von Florenz Kittel. Tschüss!